Ja, hallo Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Was genau machst du eigentlich? Ja, hi, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Tim Reichel, ich bin Autor und Unternehmer aus Aachen. Ähm, Ich arbeite auch als Wissenschaftler an der Universität. Ich habe da als Studienberater und ja, Forscher angefangen, bin da auch immer noch, aber habe mich halt nebenbei ja, selbstständig gemacht. Klingt blöd. Ich habe zwei Unternehmen gegründet, zwei Verlage nacheinander und schreibe auch selber Bücher, verlege die selber sehr erfolgreich. Jetzt über dieses Amazon KDP-Business, was man so ein bisschen kennt in der Online-Welt ja vielleicht, sonst mal googeln, aber darüber hinaus halt. Also ich habe einen richtigen Verlag, drucke richtige Bücher und bringe die in den richtigen Buchhandel und mache halt nicht irgendwelche Ghostwriter-Geschichten da, sondern mache das selbst und habe mich jetzt halt da auf das Thema Zeitmanagement und so Selbstorganisation ähm, spezialisiert. Jetzt gerade auch in Corona-Homeoffice-Zeiten ist das ein interessantes Thema und sehr, sehr nachgefragt. Gibt da auch Seminare mittlerweile. Genau, also ich mache sehr viele Dinge und das ist gerade so der Schwerpunkt, beziehungsweise ja, die Arbeit für den Verlag, die Bücher schreiben, das Wissen in Form von Seminaren weitergeben. Das ist gerade das, was ich hauptsächlich mache. Genau. Genau, und heute soll es ja um dein Buch gehen, 24/7 Zeitmanagement. Und es gibt ja gewisse Prinzipien oder in deinem Buch gibt es gesamt 7 sogar. Und was genau hat das eigentlich auf sich? Genau. Also mit dem Buch 24/7 Zeitmanagement habe ich versucht, so den aktuellen Stand, was im Bereich Zeitmanagement wichtig ist, mal gebündelt wiederzugeben. Es gibt dazu sehr viele Bücher, auch sehr viele gute Bücher, auch sehr viele schlechte. Und was mich halt häufig stört, ist die Struktur in diesen Büchern. Man kann die nicht schnell lesen. So, Ja, und das ist halt völlig ironisch, weil ich ja ein Zeitmanagement-Buch lese, um ja, meine Zeit besser zu nutzen. Und dann kommt da ein Buch, was eine Struktur hat, die ich erstmal verstehen muss, wenn sie überhaupt eine Struktur hat. Und das ist blöd und deswegen habe ich gesagt, okay, ich breche das mal auf. Ich mache eine riesen Recherche, einen Riesenstand der Technik sozusagen zum Thema Zeitmanagement und schreibe das aber auch um. Also jetzt halt nicht nur sammeln, sondern es halt auch so zu verpacken, dass man es sich schnell aneignen kann. Und 24/7 heißt nicht nur deswegen so wegen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, sondern auch, weil ich halt gesagt habe, okay, ich finde in diesem ganzen Konglomerat an Methoden und ja, Möglichkeiten im Zeitmanagement finde ich 7 zentrale Prinzipien und 24 sehr, sehr gute Methoden, die in diese Prinzipien reinspielen, mit denen man sich ein gutes Zeitmanagement beibringen kann. Und diese 7 übergeordneten Prinzipien, das sind halt so die, ja, so die Schlüsselbereiche in einem Zeitmanagement, in einer Selbstorganisation, die man eigentlich gut beherrschen muss. Ich kann die mal gerade nennen, ich schaue mal auf meinen Spickzettel hier. Die 7 Stück sind Ziele festlegen, Prioritäten setzen, Pläne aufstellen, Fokus erzeugen, effizient arbeiten, Gewohnheiten aufbauen und niemals aufgeben, also motiviert bleiben. mhm. So, und diese 7 Punkte, die gehe ich dann in dem Buch auch dezidiert durch, aber halt so, ich mache das nicht auf 100 Seiten. So, das Buch an sich hat 150 Seiten, weil ich jetzt sage, es ist ein Zeitmanagement-Buch für Menschen, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagement-Buch zu lesen. So, das ist der Clou hinter dem Buch. Halt sehr, sehr ja, zusammengefasstes, komprimiertes Wissen und dann halt auch immer mit Anleitungen versehen. Okay. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel das Prinzip Prioritäten setzen. So, das beschreibe ich kurz, warum das wichtig ist, was die Ja. Vorteile sind, warum man das braucht. Dann höre ich aber auch auf, weil das reicht. Mehr braucht man nicht an Theorie. Und dann geht es in die Methoden rein. So, die kann man sich dann zusammensuchen, wie man die gerne haben möchte. Dieses Buch und so schreibe ich meine Bücher sehr gerne. Ich schreibe die als Werkzeugkoffer sozusagen. Das ist meine Idee dahinter. Ja? Mit vielen Werkzeugen, mit vielen Tools drin. Und ich ziehe mir das raus, was ich gerade für mich brauche. Und da passiert es auch, dass da Methoden dabei sind, bei denen der Leser, die Leserin denkt, damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich damit? Ich selber finde das auch bei einigen. Ne? Ich, ein Beispiel, ich kann zum Beispiel gar nicht mit der Eisenhower Matrix arbeiten. Ich finde das super dämlich, dieses Tool. Ja, hier, das ist zum Prioritäten setzen, dass man sich
fragt, ist die Aufgabe wichtig, ist die Aufgabe dringend? Dann hat man jeweils 2 Möglichkeiten, ja, nein, und dann hat man 4 Felder in dieser Matrix. Schaut euch das mal an, ich will das gar nicht erklären, weil ich das Konzept so dämlich finde. Und dann soll man seine Aufgaben in dieser Matrix einsortieren. Ja, einige finden das gut und es ist auch gut, um darüber nachzudenken. Ich persönlich finde es nicht pragmatisch. Andere schon. Völlig okay. Ich stelle es trotzdem vor und biete es an und zeige, wie es geht. Ich selber nutze es aber nicht. So. Dennoch kann das erfolgreich sein. Viele meiner Klienten schwören darauf, weil sie sagen, ja, dann kann ich mir das mal vorstellen, was jetzt wichtig und was dringend ist. Ja, ist okay. Wunderbar. Wenn das für dich funktioniert, nimm es bitte. Es wäre dumm, es nicht zu nehmen. Ja, aber so baue ich die Bücher halt auf. Dass ich ein Angebot mache mit, hier sind ganz viele Werkzeuge, ich zeige dir kurz, wie es funktioniert und dann kriegst du eine Anleitung. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, so kannst du es umsetzen und noch ein Beispiel hinten dran, damit du es mal siehst. Und genauso baue ich das auf. Also es sind interaktive Bücher, die ich im Prinzip habe. Und das 24/7 ist halt da so gerade das Flaggschiff, was vorne weggeht. War jetzt bis vorgestern bei Amazon ausverkauft, weil die es nicht geschafft haben, nach einem Bomben-Weihnachtsgeschäft genug da ins Lager zu legen. Es ist mir ein Rätsel, wie man so schlechte Lagerpolitik machen kann. Aber ja, was fällt mir ein, Amazon zu belehren? Läuft ja bei denen. Ja, das zu den Fragen mit den Prinzipien. Ich bin ein bisschen abgeschwiffen, das tut mir leid. Bist du der Meinung, dass man überhaupt die Zeit managen kann? Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Das Leben ist eigentlich viel zu dynamisch, um es einmal zu planen und dann zu sagen, so ist es jetzt und so gehe ich da jetzt entlang. Es passiert viel zu viel am Tag, das kennt wahrscheinlich jeder von deinen Zuschauern, du kennst es wahrscheinlich auch. Ich kenne es zumindest, dass man sich morgens oder am Abend vorher überlegt, ja, was mache ich denn heute? Und spätestens um 10 Uhr ist das Ganze über den Haufen geworfen, weil dann so viel anderes wieder passiert ist oder irgendwas nicht funktioniert hat oder was weggefallen ist. Man kann die Zeit managen, man muss es aber dynamisch tun. So, man kann sich nicht einmal einen Plan machen und dann da stehen bleiben, man muss adjustieren und zwar den ganzen Tag. Und ja, und auch nicht nur am Tag, sondern eigentlich sein ganzes Leben lang. Man muss immer reagieren, man muss dynamisch planen. So, und es gibt da ein schönes Zitat, ich weiß gerade nicht genau, von wem es war, ich glaube von einem Amerikaner, das hieß irgendwie, ein Plan ist nichts wert und Planen ist alles. Der Prozess des Planens ist das Wichtige, dass man halt immer wieder anfängt, was zu machen. Und das ist auch mein Credo in allen Büchern, in allen Seminaren. Versuch zu planen, aber bleib nicht bei einer Sache stehen, sondern mach weiter. Pass dich an, sei flexibel und das ist auch das, was, glaube ich, am Ende den Erfolg sicherstellt, dass man sich schnell anpasst, dass man schnell reagiert und immer schnell einen Plan B und einen Plan C aus der Tasche zaubern kann. Und mit der Zeit hat man da so eine Routine drin, dass man sich auch von Änderungen nicht stressen lässt, sondern dass man einfach sagen kann, ja, okay, kenne ich, neue Situation, wir müssen jetzt das und das machen. Manchmal gibt es auch keine gute Lösung. Ja, wie jetzt in den ganzen Corona-Sachen. Es gibt keine gute Lösung dafür. Es gibt vielleicht eine weniger schlechte Lösung, da muss man die aber halt finden. Dann ist das der Kompromiss. Ja, aber ich denke schon, dass man die Zeit managen kann. Man kann es zumindest versuchen, seine Energie so zu lenken, dass man seine Zeit einigermaßen gut im Griff hat. Und liest du selber auch viele Bücher? Ja, ja, sehr, sehr viele. Ich versuche pro Woche gerade 2. Ich lese die auch tatsächlich selbst. Ich höre mir nicht irgendwelche Zusammenfassungen davon an. Ich lese sehr viel quer, um zu entscheiden, ob ich das Buch ganz lese. Aber dann tue ich es auch. Ich quäle mich dann da auch durch. Deswegen ärgere ich mich so, wenn die schlecht strukturiert sind. Habe jetzt zuletzt, nachdem ich es schon 2-mal gehört hatte im Auto, das Buch von James Clear gelesen, hier diese 1%-Methode, was super Bestseller war, ne? Ist schon auch was älter. Ich habe es auch damals auf Englisch gehört, jetzt auf Deutsch nochmal gehört. Und dann habe ich es auf Deutsch gelesen und habe mich super geärgert, dass das so beschissen aufgebaut ist. Mit Verlaub. Super Buch, super Autor, ich mag den auch. Wir hatten auch schon mal E-Mail-Kontakt und so weiter, netter Kerl. Aber es ist halt so schlecht strukturiert. Und das habe ich so oft bei amerikanischen Büchern, die eigentlich super sind, auch mal so was Neues reinbringen. Dann haben die keine Struktur, vielleicht ist das so ein bisschen deutsch jetzt auch, das kann sein, ja. Aber das haben die halt nicht so und das ärgert mich dann. Aber sonst versuche ich das. Ich versuche auch jetzt über diese, ja, das fällt ja alles so unter den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung. Ich finde das immer so, das sind blöde Worte, ich mag die nicht. Ich versuche auch ein bisschen quer zu lesen, da mal ein bisschen Literatur, mal ein paar Klassiker von früher, sowas, um so ein bisschen den Blick zu weiten. Ich kann das sehr empfehlen. Ich persönlich liebe auch Hörbücher und Podcasts und so etwas. Wunderbar, um das nebenbei zu hören, beim Sport, beim Autofahren, sich einfach
so passiv zu bilden. Das funktioniert super, wenn man Tätigkeiten macht, bei denen man nicht groß nachdenken muss. Gut, Autofahren ist so eine Sache, manchmal muss man ja schon nachdenken, aber sehr, sehr gut. Und das kann ich nur empfehlen, da in die Bildung zu investieren. Ja. Und welches Buch würdest du sagen, kannst du weiterempfehlen? Natürlich, außer jetzt dein Buch. So vermessen wäre ich nicht, auch wenn es sehr, sehr gut ist. Nein, kleiner Scherz. Das kommt halt drauf an. In welchem Bereich? Was möchtest du wissen? Zum Zeitmanagement, zur Persönlichkeitsentwicklung, Ja, Motivation? Persönlichkeitsentwicklung, Hm. was du ja nicht so Also, magst. Das Wort. Was ich sehr gut finde, wenn man noch nicht so in dem Thema drin ist vielleicht und auch so ein bisschen in Richtung ja, Inspiration, Impulse gucken möchte. Ich fand jetzt diese beiden Riesenbücher von Tim Ferriss, Tools der Titanen und Tools der Mentoren, fand ich ganz gut, um da mal zu schauen, wie managen sich berühmte Menschen, das sind hauptsächlich Amerikaner in seinen Büchern. Man kennt die nicht alle, ich musste einige mal nachschauen, aber da kriegt man auch krasse Live- und Biohacks von denen mal mit, was die so machen. Viele Konzepte waren mir auch neu. Da geht es auch nicht nur so um Persönlichkeitsentwicklung, auch um Sport, auch um Bildung, auch um Unternehmertum und so weiter. Vielleicht ist das auch was Genau. zielgruppenübergreifend da mal interessant ist und dann kann man sich einen Überblick verschaffen. Hast du dir die auch mal angeschaut, die Bücher? Also die sind ja Ja, schon was länger draußen. Ich finde sie super. Ich lese das jetzt zum zweiten Mal, weil da so viel drin ist. Wie siehst du es? also ich habe es noch nicht gelesen. Ach so, okay. Okay. Ich habe es nur, Ich hatte es so verstanden. ich habe es nur angeguckt. Ja. Nee, das kann ich empfehlen. Ist ein Riesenklopper, Ja, sind glaube ich 800 Seiten oder so, aber die Kapitel sind sehr klein. Immer so 4 Seiten, ein Kapitel, gut, ist DIN A5, sind DIN A4, da sind die Kapitel ein bisschen länger und die Seiten ein bisschen größer, aber trotzdem sind die Kapitel schnell lesbar, sodass man da eins pro Tag machen kann und das versuche ich jetzt gerade. Pro Tag da ein Kapitel rauszulesen und ich lese mehrere Bücher parallel. Das ist, glaube ich, so das Ding. Man muss sich dann nicht auf eins fokussieren, kann man natürlich. Was ich da immer empfehlen würde, ist nebenbei was aufschreiben. So, einfach nur lesen und konsumieren ist dämlich. Also ist besser als nichts, aber es bleibt halt super wenig hängen. Wenn ich mir nebenbei halt eine Notiz mache oder zumindest was unterstreiche, aufschreiben ist aber besser. Besser aufschreiben. Einfach ein paar Stichpunkte, eine kleine Zusammenfassung nur für sich selbst, so einen eigenen Ordner dafür anlegen, dass man da auch nachhalten kann, vielleicht sogar so ein Lesetagebuch, dass man sich wirklich jeden Tag dazu zwingt, ein paar Gedanken noch aufzuschreiben. Das macht wirklich was aus und dann bleibt es vor allem auch hängen, was man da liest und dann lohnt sich das erst richtig, das Invest. Ich glaube, der Faktor ist irgendwie 5 oder 10 sogar, wenn man das Gelesene aufschreibt, was das Erinnerungsvermögen angeht. Deswegen da immer Notizen machen, immer sich, immer was aufschreiben. wo findet man dich alles im Internet eigentlich? Bitte, nochmal? Sorry. Wo findet man dich überall? Soziale Ach so, okay. Medien, Sorry. Ja, YouTube? genau. Ich bin tatsächlich bei YouTube noch gar nicht so präsent. Ich habe als Blogger angefangen. Ich habe einen Blog geschrieben also mein erstes Unternehmen hieß Studienscheiß. Da habe ich halt für Studenten so unliebsame Themen aus dem Studium bearbeitet. Darüber kam ich dann auch zum Zeitmanagement. Auf studienscheiß.de ist meine Website, ist der größte persönliche Blog zum Thema Studieren. Nebenbei habe ich mir dann halt einen Facebook-Account aufgebaut. Da haben wir jetzt irgendwie 180.000 Abonnenten, aber Facebook-Reichweite ist ja nichts mehr wert. Ist auch so. Ja, Bei Instagram bin ich relativ groß. Da haben wir jetzt über 40.000 Abonnenten, glaube ich. Bei Twitter hüpfe ich so rum und bei YouTube lade ich halt nur meine vertonten Blogartikel hoch. Also ich lasse die alle einlesen, damit meine Leser das schneller konsumieren können, wenn sie denn möchten. Das ist eigentlich ein ganz netter Service. Und daraus entsteht dann halt ein Podcast, der regelmäßig erscheint, halt einfach die vorgelesenen Blogartikel, dass man sie auch anhören kann. Daraus entwickeln wir Audiograms und spielen das dann bei YouTube hoch. Also ich versuche da alles zu bespielen, die Karrierenetzwerke halt auch, genau, also hier LinkedIn und Xing und sowas. Ich versuche überall ein bisschen was zu machen. Man kann den Content ja auch da recyceln, heißt das böse Wort ja. Aber ich finde, das Angebot kann man machen und bisher funktioniert ganz gut. Ich würde aber jedem, der da überlegt, was zu machen, empfehlen, und so mache ich das auch bei meinen Autoren. Ich habe ja Autoren, die in meinen Verlagen dann tätig sind, und wenn die anfangen, sich zu entwickeln, dann machen wir ein Schwerpunktthema aus. So. Und das ist das, was ich Ihnen empfehlen möchte. Entscheide dich für eine Plattform.
Ja, mach jetzt nicht alle 8 gleichzeitig, sondern guck erstmal, dass du bei einer Fuß gefasst hast und mach dann die nächste. Und da würde ich halt wirklich schauen, wo ist die Zielgruppe unterwegs, wie alt sind die, was für Interessen haben die, wie passt mein Produkt, wie passt meine Dienstleistung dazu, wie auch immer. Und dann würde ich halt schauen, passt das Netzwerk zu mir? Das ist erst der zweite Schritt aus meiner Sicht. Ich würde erst nach der Zielgruppe gehen und das halt von mir als Person weggerichtet machen. Genau. Ja, Tim, hast du auch noch ein gutes Schlusswort? Ein gutes Schlusswort, ein Tipp, was ich den Hörern und Hörerinnen mitgeben kann. Ja, was könnte es sein? Ich überlege, so als Tipp, um sich selber zu entwickeln, oder was meinst du? Motivierend. Motivierend. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen sich jetzt auch zum Jahresanfang viel vornehmen und dann schnell wieder aufgeben. Das größte Problem ist da, dass sie sich zu große Ziele setzen, beziehungsweise diese großen Ziele nicht in kleine Aktionen runterbrechen. Große Ziele an sich sind völlig in Ordnung. Und mein Tipp ist, denk immer an den nächsten Schritt, an den nächsten kleinen, konkreten Schritt, den du tun kannst, um weiterzugehen. Und dann mach den jeden Tag einen kleinen Schritt. So, und dieser Gedanke, was ist der nächste Schritt, das ist für alles wichtig. Das ist wichtig für deine Struktur, womit muss ich mich beschäftigen. Das ist wichtig für meinen Fokus, was ist gerade wichtig. Und das ist halt auch wichtig für die Motivation, weil ich mich dann halt wirklich nur auf diese kleine Aktion konzentrieren muss und das Große und Ganze mich dann nicht erschlägt. Deswegen mein Tipp, denk immer an den nächsten Schritt und mach den dann, jeden Tag. Ja, Tim, ich bedanke mich für das tolle Interview. Gleichfalls, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, alles Gute für euch. Danke.